Hallo zusammen. Heute sind wir unterwegs im Thales A330 Neo in der Condor Livery. Und zwar in der gelb gestreiften Livery. Ich glaube, die heißt Beach. Und wir sind gestartet vor gut 8,25 Stunden in Stuttgart. Dort war es bewölkt und regnerisch und erwarten an unserem Zielort, den wir jetzt gleich anfliegen, nämlich die Seychellen, das teure, aber wunderschöne Paradies im Indischen Ozean, erwarten dort wunderschönes Sommerwetter. Sagen, die Seychellen sind ein Archipel, wie gesagt, im Indischen Ozean, aus vielen kleineren und ein paar wenigen größeren Inseln und sehr gebirgig. Das heißt, wir haben in unserer Anflugrichtung links auf der Backbordseite mit recht hohem oder moderat hohem Gebirge zu tun. Daher, wenn was sein sollte, nicht nach links ausweichen, sondern, so ist auch unser Missed Approach Procedure, direkt nach rechts zum Wegpunkt Savi. Also links Forbidden Gebirge. Da haben wir Terrain. Ja. Ansonsten, ja, wir landen halt, wie gesagt, Seychelles International Airport. Der Airport liegt auf Mahé, das ist die Hauptinsel der Seychellen und der Airport gehört zur Hauptstadt Victoria. So viel an dieser Stelle zu dem, was ich gleich vorhabe. Und jetzt gibt es nochmal einen kleinen Rückblick auf unseren Start in Stuttgart. Approaching 2-5. So, Takeoff. Lights are on. Und ab aus dem nassen Stuttgart auf die Seychellen. Contact departure on 119.85. Departure on 119.85, Hansa Line 7 Papa Foxtrot. Hansa 7 Papa Foxtrot, welcome to Stuttgart. Contact ground on 118.605. Mentora, SLS Runway, Autotrast Blue. Ground on 118.605, Hansa Line 7 Papa Foxtrot. Knots. Check. V1. Rotate. Rotate. Positive climb. Gear up. Gear up. Autopilot on. Da bin ich wieder. Wir befinden uns jetzt im Anflug, noch nicht im Endanflug, aber im Anflug auf die Seychellen. Merkwürdigerweise hat uns der Tower nicht den ILS Approach Runway 31 zugewiesen, sondern ANAV Approach und hat uns auch Vektoren zugewiesen. Das heißt, wir können jetzt das Star, was wir uns eigentlich hier oder was er uns gegeben hatte, das können wir jetzt hier nicht abfliegen, sondern fliegen jetzt halt Vektoren, sind auf 3000 geklärt. Wie wir hier sehen, nehmen wir jetzt Kurs auf den Wegpunkt Pita, dann machen wir einen Right Turn zu Samis und da werden wir dann irgendwo uns, nicht ins ILS, aber in den ANAV Approach auf das Runway Heading von Tribon Zero anschwenken. Und ich melde mich gleich wieder, wenn es soweit ist. Achso, kleine Ergänzung noch. Das Wetter, ich hatte ja gesagt, sonniges Wetter, hat sich, also grundsätzlich, wenn wir aus dem Fenster gucken, ja, sieht alles sonnig und wunderschön aus, aber im Meta wurde uns plötzlich offenbart, dass wir hier mit Showers and Rain zu rechnen haben. Können wir hier sehen, Wind 150 mit 7, also sogar leicht von hinten. Showers and Rain und Wolkenuntergrenze bei 2100 Fuß. Daher habe ich hier die Landung auch mit
Runway Conditions wettkalkuliert und mit Autobrake Low wäre das ein bisschen eng geworden, hätten wir nur noch 300 Meter Luft gehabt. Deshalb bin ich jetzt auf Autobrake Medium gegangen. Also das nochmal eben kurz dahergeschoben und wir sehen uns jetzt gleich wieder im Landeanflug. Switching to Seychelles Tower on 118.3, Condor 2 Bravo Hotel. Flaps 3. Speed check. Flaps 3. Seychelles Blocks Tower, up. Condor 2 Bravo Flaps Hotel. full. Morning. We're established on Speed the check. RNAV approach Flaps for full. runway 31. Condor 2 Bravo Hotel, Seychelles Tower, winds 145 and 7. Runway 31, cleared to land. Runway 31 cleared to land. Condor 2 Bravo Hotel. So, wie ihr gerade gesehen und gehört habt, wir sind gerade auf unseren Endanflugkurs von 310 Grad eingeschwenkt, haben das Runway Heading gecaptured und sind jetzt geklärt zur Landung auf der 3.1. Fragt mich bitte nicht, warum wir keinen ILS Approach bekommen haben, wo wir hier schon eine ILS Runway haben, aber egal. Wir befolgen das, was die Flugsicherung uns sagt und fliegen halt einen RNAV Approach. In Kürze werden wir sicherlich auch den Localizer, nicht den Localizer, sondern den virtuellen Glideslope capturen. Localizer haben wir ja schon. Wir sind fully established. Jetzt können wir nochmal eben die Landing Checklist lesen. So, ECAM Memo, Landing No Blue, und damit ist die Landing Checklist auch completed. Gehen wir da schon mal weiter. So, da kommt auch schon der Glideslope von oben. Ja, und dann schauen wir gleich mal. Wir machen einen FLS Approach. Das heißt, wir machen zwar grundsätzlich einen RNAV Approach, aber Flight Management System Landing Approach, also die Daten aus unserem Flight Management Computer werden hier zu einem virtuellen ILS zusammengebaut, sodass wir hier auch es so aussieht, als hätten wir einen normalen ILS Approach, ist aber nicht, denn wir haben keine Bodenstation, die uns die Daten sendet, sondern das berechnet unser Bordcomputer. So, genug geredet, auf geht's. So, das Terrain nehme ich auf mein Navigational Display. Die Berge auf der linken Seite, von denen ich vorhin, glaube ich, auch schon mal kurz gesprochen habe, die können wir sehen. Also wenn was ist, geradeaus und dann geht es rechts rum zum Wegpunkt. Das ist Petit Titica und da müssen wir dann Warteschleife fliegen und unsere Go-Around Altitude ist 4500. So, alles auf einmal. Minimum hatten wir eben auch schon. Bei 1330. Continue. 1000 ist checked. Stable Approach. Ja, ein bisschen windig. Im Augenblick noch 12 Knoten von hinten. Ui. Das bläst aber noch ganz gut hier. Ich warte noch mal einen kleinen Augenblick mit dem Disconnecten des Autopilots. Und Autopilot auf. 500. In the flight. Autopilot ist checked. 400. Correcting. 300. 200. 100. Bisschen hoch, aber passt schon. 50, 40, 30, 20, 10, 5. Spoilers. Reverse green. Diesel. Reverse green.
Sehr gut. Ja, ein kleines bisschen gefloatet. 70 knots. Reverse Speed off und wir fahren die Spoilers ein und die Flips gehen auch rein bis zum Ende Speed durch. check. Flaps Und dann 0. geht's links rum zum Terminal. Condor 2 Bravo Hotel. Taxi to Terminal 5 via Bravo. Stay on this frequency. So, und mittlerweile sind wir auch auf unserer Parkposition angekommen. So ein richtiges Gate mit Jetways gibt es hier sowieso nicht. Wir haben jetzt eine Außenparkposition bekommen. Schauen wir uns einmal kurz um. So, hier sind wir jetzt. Treppen sind da, weil wie gesagt, wir haben keine Jetways. Hinten steht noch eine andere Condor. Das scheint das ist eine 767? Ja, könnte sein. Eine alte Condor steht da noch. Als wir angekommen sind, sollte ich eigentlich Stand Nummer 5 bekommen. Der ist da vorne. Nicht nur, dass da jetzt einer steht, da war eine andere Maschine im Weg. Da hätte ich durchfahren müssen. Also auf dem Weg schon zur Parkposition. Das war mir dann auch zu blöd und daher habe ich beim Tower um ein anderes Gate gebeten und habe dann den Stand Nummer 2 bekommen, wo wir jetzt stehen. Ja. Ansonsten ist alles soweit runtergefahren. Fast alles soweit. Wir haben die Afterlanding-Checklist auf dem Weg zum Terminal oder zumindest zur Parkposition gelesen. Die Parking-Checklist habe ich eben gelesen. Und die APU läuft. Und dann können wir jetzt noch die IRS ausschalten. So. Und die Uhr, insgesamt 9 Stunden 25, sind vorbei seit dem Verlassen des Gates in Stuttgart. So, die schalten wir auch auf off und damit wären wir soweit. Ja, gucken wir uns noch einmal ganz kurz um, wie das hier so aussieht. Also wohlgemerkt, wir reden hier von einer Standard-Szenerie in X-Plane und wir haben mal so ein paar Treibstoffdepots. Da hinten das kleine Terminal hier in Victoria. Hier die Berge. Also ich finde dafür, dass das eine Standardszenerie ist, Chapeau. Also gar nicht so schlecht. Hinten kann man auch so ein paar weitere Landschaftsdetails sehen. Die Berge sind weich gezeichnet. Klar, sicherlich ist das mit den Bäumen vielleicht auch mit der Art der Vegetation jetzt so ein bisschen nicht der Weisheit letzter Schluss, aber ganz ehrlich, für eine Standardszenerie, also echt gut gemacht. So, ja, die Landung war, glaube ich, ganz okay. Ich hatte ein bisschen Probleme beim Flären, weil sich dummerweise mein Joystick, den ich bei mir am Schreibtisch stehen hatte, leicht von der Tischplatte gelöst hatte. Und dabei hatte ich auf einmal nicht nur den Stick, sondern den ganzen Joystick in der Hand. Das hat das Ganze ein wenig verkompliziert und dadurch bin ich, glaube ich, dann ins Floaten geraten, weil ich ein bisschen zu stark gezogen hatte. Aber alles in allem war das, glaube ich, noch alles innerhalb der Limits. Nur ein ganz klein bisschen später aufgekommen, als ich es eigentlich gewollt hatte und ich glaube, das passt schon noch. So, jetzt gucken wir uns zum Ende noch einmal die Landung in der Wiederholung an und dann würde ich sagen, beenden wir das. Bin sofort wieder da. So, dann schauen wir doch mal. Hier sind wir reingekommen, mussten so ein bisschen noch korrigieren, weil der Wind doch recht ruppig war. Ein bisschen links, dann habe ich noch ein bisschen korrigiert. Aber das passte dann ganz gut mit der Centerline. Und da bin ich dann ein bisschen ins Floaten geraten. Ja, und ganz leicht hinter der Aufsetzzone dann aufgesetzt. Boah. Das gleiche jetzt noch einmal aus der Cockpit-Perspektive. 200. So, da sind wir reingekommen. Wir waren sowieso schon einen Ticken zu hoch. 100. Gut, an dieser Stelle sind die Papis ohnehin nicht mehr ganz aussagekräftig. 40. 30. Und da habe ich einen Ticken zu viel gezogen, weil mir halt der ganze Joystick entgegenkam und nicht nur der Stick. Und da habe ich es wieder eingefangen. Ja. Das war unsere Landung auf den Seychellen.
Sehr schön. Ja, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat's gefallen. Würde mich natürlich über ein Like freuen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.